Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist 2 Tage nach dem Trackday am Hockenheimring und heute bzw. morgen früh fahre ich in Richtung Nürburgring, denn dort steht der zweite Trackday an. Der erste Trackday hat ja soweit ganz gut funktioniert. Ich hatte wieder die üblichen Probleme mit der Vorderachse, dass ich da einfach nicht genug Grip beziehungsweise vielleicht sogar auch einfach zu wenig Sturz fahre. Da muss ich einfach noch mal ran, Fahrwerks-Setup technisch. Und bevor ich dann eben Richtung Nürburgring starte, werde ich jetzt noch ein paar Kampfspuren beseitigen vom letzten Trackday, die Felgen noch mal reinigen, dass da eben dieser ganze Gummiabrieb und so weg ist. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Detailaufnahmen, wovon ich spreche. So, hier sind wir an der Hinterachse. Das ist der hintere Kotflügel, also kurz vor der hinteren Bremse. Und da seht ihr schon diese Kampfspuren. Das sind so Gummireste, die dann eben am Lack abprallen. Der Gummi ist ja weich und warm. Und der hinterlässt dann solche Spuren. Das Ganze werde ich mit so einem spezifischen Reiniger reinigen. Den zeige ich euch später. Ich blende ihn jetzt mal unten ein, wie das Ding heißt. Das hat mir ein Folierer empfohlen. Das nutzen die auch, wenn die Fahrzeuge für die Folierung vorbereiten, um den Lack sozusagen zu entfetten und zu reinigen. Und der ist sehr schonend für den Lack und da kann man das wunderbar mit reinigen. Dann haben wir hier so ein paar Kampfspuren an der Felge selber. Das sind, also hier jetzt nur so ganz kleine Gummiwurzel. Ich zeige dann gleich mal die Vorderachse, da sieht das anders aus. Die werde ich entfernen und dann eben auch eventuelle Gummireste, die sich im Innern der Felge befinden. Die Reifen sehen jetzt natürlich nicht mehr so top aus. Kann man jetzt hier bei den Lichtverhältnissen schwer erkennen. Ich hole mal noch ein Licht. So, jetzt habe ich mal ein Licht geholt, da sollte man das besser erkennen können. Da sind eben jetzt jede Menge auch Gummiabrieb und Steine, die sich aufgrund der Reifentemperatur da festgesetzt haben. Das versuche ich auch ein bisschen zu reinigen, aber wirklich sauber geht das erst beim Fahren. An und für sich war das Grip-Level gut, also Hinterachse war ich zufrieden. Sie war ein bisschen nervös, aber alles in einem vertretbaren Rahmen. Jetzt zeige ich euch mal noch die Vorderachse, da ist nämlich immer das Hauptproblem. Das hier ist jetzt die Beifahrerseite und da kann man jetzt auch sehen, da ist schon deutlich mehr Gummiabrieb vorhanden, ringsherum. Den werde ich natürlich entfernen. Wie gesagt, innen drin werde ich sauber machen. Hier hat auch mal ein Stein oder irgendwas geschliffen. Der Reifen an und für sich hier von der Beifahrerseite sieht gut aus. Das ist in Ordnung. Aber auf der Fahrerseite habe ich immer das Problem, weil es eben relativ viele Rechtskurven gibt am Hockenheimring. Und da gibt einfach der Reifen auf. Das zeige ich euch jetzt mal auf der Fahrerseite. So, jetzt sind wir hier an der Vorderachse. Und wie ihr sehen könnt, da sind hier so richtige Wülste entstanden an diesen Schlitzen, um das Wasser abzuführen. Und diese Wulste, die sich da aufgeschoben haben, die merkt man dann eben deutlich beim Einlenken, weil das Rad ja kippt. Und dann ist man genau auf diesen einzelnen kleinen Erhebungen unterwegs. Dann hat man extreme Vibrationen bei Rechtskurven beim Einlenken. Und das Fahrgefühl ist nicht so gut. Der Grip geht verloren. Also da muss ich einfach nochmal nacharbeiten. Hier sieht man das auch schön. Dass da einfach das Abfahrbild nicht gut ist. Entweder zu wenig Sturz oder einfach noch zu dünne Reifen. Hier sind es ja jetzt nur 255er, das habe ich zwar schon aufgerüstet, aber ist wahrscheinlich einfach noch zu wenig. Und auch hier sieht man dann, dass da eben jede Menge so Gummiabrieb drin steckt. Den werde ich jetzt entsprechend entfernen, die Felge ein bisschen säubern, damit das wieder schick ist. Bremstechnisch war ich jetzt extra, weil ich auch vorsichtig unterwegs war und langsam, habe ich jetzt nicht viel verbraucht. Das heißt, die sollte den Nürburgring noch überstehen. Und ich werde dann danach, wie gesagt, die gesamte Bremsanlage einmal revidieren und alles neu machen. Scheiben, die ganze Bremszange, also auch den ganzen Bremssattel werde ich neu machen. Und ja, da gibt es dann ein Video dazu, wenn ich das über den Winter alles aufarbeite. Und jetzt ist mir noch eine Sache aufgefallen, und zwar den Endrohr. So, hier sind wir jetzt am Heck des Fahrzeugs und wie ihr sehen könnt, ich versuche auch nochmal mit ein bisschen Licht das etwas besser kenntlich zu machen. Da hat es einfach jetzt diese Beschichtung, da ist so ein Klarlack drauf über dem Carbon. Und den hat es eben komplett zerrissen aufgrund der Temperaturen. Jetzt muss ich mal versuchen, ob ich diese Blenden abbekomme, weil wirklich schön sieht das nicht aus und bringt ja auch eigentlich, sage ich mal, keinen Mehrwert. Das Fahrzeug wird ja hauptsächlich auf der Rennstrecke bewegt. Da ist dieser optische Effekt jetzt sowieso dahin. Das werde ich mal noch versuchen jetzt zu entfernen. Und dann ist mir aufgefallen, hier unten am Differential, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Moment. So, ich denke, jetzt müsste man es sehen können. Da ist hier so ein Kabel. Das hängt relativ tief. Das muss ich auch noch mal befestigen und wieder festzurren. Ich glaube, damit starte ich jetzt. Dann schaue ich mal nach den Endrohrblenden und als letztes mache ich die Felgen sauber. Mal gucken, inwieweit ich das jetzt für euch eingefangen bekomme.
So, ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das sehen konnte, aber hier nochmal im Detail für euch sozusagen zum Anschauen habe ich jetzt dieses Kabel hier mit Kabelbindern an meinem Schlauch, der das Differentialöl in Richtung Kühler befördert. Da habe ich das jetzt befestigt an 2 Stellen. So sollte das Kabel nicht mehr durchhängen. Mir ist dabei auch aufgefallen, ich denke, man kann das jetzt hier im Video sehen, dass da ein bisschen Differentialflüssigkeit vorhanden ist. Ich habe das Differential ja bereits einmal wechseln lassen. Ich vermute, die Flüssigkeit kommt jetzt, da gibt es auch so ein Überdruckventil bzw. so eine Überdrucköffnung, sprich, wenn da halt zu viel Flüssigkeit drin ist, wird das nach außen abgelassen, ähnlich wie das beim Getriebe der Fall ist. So eine Entlüftungsöffnung, die wird es hier wahrscheinlich auch geben und das wird wahrscheinlich die Ursache sein dafür, dass da jetzt ein bisschen Differentialflüssigkeit ist. Denn ich fahre ja immer ein bisschen mehr Differentialflüssigkeit aufgrund dessen, dass ich ja da nochmal so einen Kühler installiert habe. Und den Kühler hatte ich jetzt tatsächlich bei dem Einsatz in Hockenheim nicht an während der Fahrt. Bedeutet, da wird wahrscheinlich einfach ein bisschen, wie gesagt, überschüssiges Differentialöl über diese Entlüftung rausgedrückt worden sein. Das mache ich dann beim nächsten Mal wieder sauber, dann sollte das wieder passen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die Auspuffblenden abbekommen. So, wir sehen, da sind jetzt entsprechend eben solche ganz normalen Sechskantschrauben, die diese Auspuffblenden an den Endrohren halten. Die versuche ich jetzt einmal zu lösen. Ich werde ein bisschen Entroster drauf geben, beziehungsweise Rostlöser. Und dann probiere ich mal mein Glück, ob ich die abbekomme. So, ich habe jetzt mal geschaut. Das sind 13er. Bedeutet, ich habe mir jetzt mal einen 13er Schlüssel und eine 13er Ratsche geholt. Und jetzt schaue ich mal, ob ich das gelöst bekomme, wenn ich da ein bisschen Rostlöser vorher ranmache. Oder ob das wieder eskaliert. Mal schauen. Ich meine, so super lang sind die noch nicht am Fahrzeug, aber der Rost arbeitet ja immer sehr schnell. Das fühlt sich ganz gut an. Super. So, der wäre schon mal weg. Versuche ich die hier auch mal zu lösen. Ja, einfacher als gedacht. So, jetzt das gleiche Spiel. Okay, der wehrt sich. Dann werde ich mir da mal ein paar Handschuhe besorgen. Ich habe jetzt mal noch ein bisschen Rostlöser innen reingesprüht. Jetzt kommt er. Okay, der war ein bisschen festgerostet. Auf der anderen Seite sieht man hier auch, dass der schon so ein bisschen verkeilt ist. Also der wurde wohl gar nicht sauber montiert. Denn normalerweise sollte das hier nicht so verzogen sein. Sei es drum. Ja, der sieht auch so aus. Also die sind irgendwie nicht so schön. Wenn wir uns das hier angucken, da ist das ein bisschen insgesamt gerader vom Winkel, aber gut, ja. Ich weiß noch nicht, was ich mit denen mache. Entweder werde ich die einfach anschleifen und schwarz lackieren oder ich lasse es hier mit diesen kleinen Stummeln. So, das ist jetzt so eine Blende von hinten. Wie ihr sehen könnt, da ist hier der Klarlack komplett weg. Hier unten guckt jetzt diese Carbonstruktur oder was auch immer das ist, guckt da jetzt durch. Aber es ist gar nicht so schlimm, wie es von außen aussah, jetzt im ausgebauten Zustand, weil das wirklich nur hier vorne ist. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich werde das als erstes jetzt mal anschleifen und dann ein bisschen mit Lack behandeln. Wenn ich Glück habe, trockne das noch rechtzeitig aus in der Zeit, wo ich die anderen Sachen mache. Wenn dem so ist, werde ich die wieder montieren und da zeige ich euch das auch im Anschluss. Wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen schleifen, vorbereiten, die Felgen reinigen und dann schauen wir nochmal, wenn ich mit den Arbeiten durch bin, wo wir da am Ende rauskommen. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen angeschliffen bzw. abgeschliffen.
Das sieht jetzt eigentlich schon mal ganz okay aus. Das ist wie gesagt nur so ganz grob. Hier muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Das mache ich jetzt bei allen. Und dann werde ich die einfach mit ein bisschen, wie heißt es doch gleich, mit so Schornsteinlack, also ein Lack, der auch eine hohe Temperatur ab kann, werde ich die einfach mal grob einsprühen. Und dann denke ich, mache ich die wieder ran. Also das als Info für euch. Am Ende werde ich dann auch zeigen, wie es wieder aussieht im montierten Zustand. Ich mache die jetzt wieder ran. Das ist mir einfach dann sonst etwas zu heikel mit der Temperaturentwicklung hinten am Diffusor. Nicht, dass da nachher das Plastik schmilzt oder irgend so ein Käse. Deswegen, hier arbeite ich jetzt noch ein bisschen nach. Dann kriegt das einfach ein paar Schichten von diesem Auspuff oder Schornsteinlack und dann mache ich die wieder ran. So, jetzt sind wir hier an der Vorderachse, an der Felge. Und mal ein bisschen zum Vergleich. Hier habe ich jetzt bereits so ganz grob gereinigt. Auch hier innen drin. Und da sieht man eben den Unterschied. Die Felgen waren ja komplett sauber, bevor ich damit auf dem Hockenheimring war. Und ich bin ja jetzt auch nicht übermäßig schnell gefahren. Wie gesagt, wegen dem Rücken, das ist alles noch ein bisschen, sag ich mal, ja, habe ich da noch mal Vorsicht walten lassen. Und jetzt geht es eben darum, ich drehe die Felge mal ein bisschen. Diesen ganzen Gummiabrieb, das sind einmal hier so kleine Gummiabrieb, Überreste, die sich hier drin befinden, als dann auch an manchen Stellen hängen so richtige Brocken. Ich glaube jetzt hier an der Seite, doch hier kommt was. Da haben wir so einen richtigen Brocken, ne? So eine Wurst, so eine Gummiwurst. Davon sind jetzt eben relativ viele. Die befinden sich auch noch auf den Reifen, deswegen sind da auch noch leichte Vibrationen vorhanden. So, und damit ihr mal einen groben Einblick bekommt oder ja, eine ungefähre Idee, was sich da so an Schmutz sammelt, beziehungsweise Gummiabrieb, das ist jetzt alles, was ich aus der Felge hier von der Fahrerseite rausgeholt habe. Wie gesagt, der Reifen ist auch immer besonders beansprucht. Das heißt, da ist mehr von diesem Abrieb drin, aber das ist schon nicht wenig und empfiehlt sich auch zu entfernen, weil sonst einfach aufgrund des Gewichts dieser Gummiabriebe die Felge nachher eine Unwucht wieder entwickelt. Ich habe die Felge jetzt einmal grob vorgereinigt. Was man jetzt eben noch gut sehen kann, sind hier diese Stellen. Da hat einfach so warmer Gummi ist auf die Felge getroffen oder irgendwo aufs Rad, ist dann sozusagen ja, geplatzt oder hat sich zersprengt und sitzt jetzt hier überall drauf. Dafür nehme ich, genau wie für die Karosserie, hier so einen entsprechenden Surface Cleaner. Da gibt es verschiedene Versionen. Hier in der Garage habe ich jetzt leider nur den zur Hand. Ich habe zu Hause noch mal einen von AZ Avery oder so, ich weiß es nicht genau. Ich packe euch einen Link in die Beschreibung von beiden. Die sind, wie gesagt, sehr schonend zum Lack, aber man bekommt eben diese Gummireste oder Verschmutzungen. Ich denke, man kann das sehen, hier super gut weg, ohne dass man da besonders viel Kraft aufwenden muss. Und wie gesagt, das ist sehr schonend zur Oberfläche. Damit kann man dann diese letzten Verunreinigungen eben auch noch entfernen. Das mache ich jetzt hier von der ganzen Felge und dann am Ende noch ein bisschen an der Karosserie. Die jeweiligen Gummispuren, da sind auch einige. Das zeige ich euch dann nochmal ein, zwei Spuren exemplarisch. Und dann, wie gesagt, wenn ich mit allen Felgen fertig bin, schauen wir am Ende nochmal drauf. Ich habe jetzt, wie gesagt, unten am Differential dieses Kabel befestigt, habe jetzt eben die Auspuffblenden angefangen zu lackieren. Die werde ich nachher auch auf jeden Fall wieder anbringen, das seht ihr dann. Und dann schauen wir uns an, wie gesagt, wie ich die Gummireste noch von der Karosserie entferne, auch mit diesem Surface Cleaner. Und am Ende gucken wir nochmal allgemein drüber, wie jetzt der letzte Stand ist und ob alles, sage ich mal, vorbereitet ist für den nächsten Track Day. So, da haben wir jetzt so eine klassische Stelle auf der Frontstoßstange, wo eben auch so ein großer Gummiblocken eingeschlagen ist. Die verursachen teilweise natürlich auch ein bisschen Schäden im Lack, also richtige Kratzer oder auch Abplatzungen. Die kriegt ihr natürlich nicht mehr weg, aber ihr könnt diesen Gummirest entfernen. Dafür nehme ich auch einfach ein bisschen was von meinem Surface Cleaner, sprühe das mir auf ein Tuch und dann kann man da sehr einfach, ohne viel Kraft aufzuwenden, wirklich, ich mache das ganz locker und leicht, kann man diese Verschmutzung entfernen. Man sieht, die ist etwas hartnäckiger, die ist auch so ein bisschen in die Klarlackschicht eingedrungen. Das heißt, da wird dann halt wieder eine gewisse Kampfspur übrig bleiben. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber man bekommt zumindest die groben Verunreinigungen weg. Ein bisschen was bekommt man natürlich auch mit Kratzerentferner und so rauspoliert, aber ganz ehrlich, aufgrund der Menge der verschiedenen Einschläge, ja, ist so eine Stoßstange einfach nach ein paar Einsätzen auf einem Track, wenn man das ordentlich bewegt, das Auto, also das heißt ordentlich, wenn man es halt zügiger bewegt oder halt den Bedingungen einer Rennstrecke entsprechend bewegt, habt ihr einfach gewisse Kratzer und Schleifspuren und sonstige Dinge, die ihr nicht mehr loswerdet, ne? Also ein Showcar wird das dann nicht mehr. Damit muss man dann einfach leben, das ist halt so. Aber so könnt ihr die relativ einfach entfernen, ohne dass ihr da zusätzlichen Schaden am Lack anrichtet. Jetzt hätte ich gesagt, werde ich mich um die restlichen größeren Kampfspuren noch kümmern, dass das alles mal grob weg ist. Und dann schauen wir mal, was der Lack von den Auspuffblenden macht. So, ich habe die Auspuffblenden jetzt mit einem hitzefesten Lack. Der ist jetzt hier temperaturbeständig bis 650 Grad. Habe ich die lackiert. Ich habe vorher ein bisschen abgeschliffen. Das ist jetzt nicht die tollste Arbeit.
Aber ich habe jetzt nicht so viel Zeit gehabt, weil morgen geht es ja schon los. Das heißt, hier jetzt entsprechend penibel vorarbeiten, lackieren, abtrocknen lassen, pipapo. Die Zeit fehlt mir. Ich habe jetzt hier die 3 Blenden mal exemplarisch. Eine Blende habe ich am Fahrzeug schon montiert. Die hier sind gerade noch am Ablüften bzw. auskühlen, denn dieser Lack, der härtet erst bei Temperaturen ab 250 Grad. Sprich, ich habe dann hier das Ganze einfach mit einer Heißluftpistole entsprechend erhitzt, sodass das Ganze die richtige Temperatur hat. Das habe ich in mehreren Durchgängen gemacht, über so 10 bis 15 Minuten verteilt. Jetzt lasse ich das Ganze abkühlen und hoffe, dass ich es dann ordentlich am Auto montiert bekomme. Ich zeige euch mal den einen Auspuff bzw. die eine Auspuffblende, die ich schon montiert habe. So, hier habe ich jetzt bereits eine Blende montiert. Das sieht im montierten Zustand deutlich besser aus als vorher mit diesem abgeplatzten Klarlack. Was jetzt eben noch fehlt, sind die 3 anderen Blenden. Da gehe ich jetzt einfach so vor. Ich arbeite mich jetzt hier von der Fahrerseite außen in Richtung äußere Seite Beifahrerseite vor, denn die Schrauben sind hier immer innen. Bedeutet, diese Seite montieren, dann die nächste und so weiter. Ansonsten, wenn man diese Reihenfolge nicht einhält, kommt man nicht mehr ordentlich an die Schrauben ran oder man müsste eben anstatt einer Ratsche einen kleinen Schlüssel nehmen. Da habe ich aber ehrlich gesagt keine Lust drauf, immer umzusetzen. Deswegen arbeite ich mich jetzt eben hier von links nach rechts durch. So, und dann hätte ich gesagt, schauen wir nochmal auf die Felgen. Die Felgen habe ich jetzt auch gereinigt. Ich habe auch die gröbsten Verschmutzungen jetzt entfernt. Das sollte reichen. Wie gesagt, der wird ja morgen dann eh wieder dreckig. Danach muss ich das dann in Ruhe alles einmal, also den Lack komplett sauber machen. Dann die Felgen natürlich nochmal. Im Winter kommt dann die Überholung der Bremsanlage, die noch ansteht. Aber für das nächste Event passt das jetzt. Wie gesagt, sobald ich die Auspuffblenden montiert habe. Bezüglich meiner Differentialkühlung habe ich ja gesehen, war ein bisschen Differentialöl ausgetreten. Da muss ich also nochmal schauen, wie ich das löse, wenn ich den Kühler nicht im Einsatz habe, dass da sozusagen nicht zu viel Differentialöl im Umlauf ist. Die eine Möglichkeit wäre, immer abzulassen, was aber ein bisschen ungeschickt ist. Vielleicht werde ich ihn dann doch immer in Betrieb haben. Muss ich mal schauen, wie ich das löse. Das war es auf jeden Fall fürs heutige Video. Ich habe, wie gesagt, hier jetzt unten am Differential dieses Kabel befestigt. Das habt ihr ja gesehen am Anfang. Dann eben einmal die Felgen einmal gereinigt, damit diese ganzen Gummireste raus sind. Habe euch gezeigt, wie der vordere linke Reifen aussieht, also Fahrerseite, der so ein bisschen der Problemreifen ist. Das mit den Auspuffblenden haben wir jetzt erledigt. Habe nochmal alle Drehmomente nachgezogen an den Radbolzen. Habe auch nochmal Flüssigkeiten kontrolliert, also sprich Motoröl, Bremsflüssigkeit, Differentialöl, wie gesagt, habe ich auch nochmal kontrolliert. Ist noch auf jeden Fall genug da, ansonsten würde die Pumpe Luft ziehen, das tut sie nicht. Das passt also alles. Insofern sollte alles gewappnet sein für den Tag morgen. Drückt mir die Daumen, dass mein Rücken hält, dass alles klappt und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.